Deutscher Satzbau. Heute geht es um die Wortstellung in Hauptsätzen und Nebensätzen und da ganz speziell um die Position vom Verb. Hier erkläre ich dir, wo das Verb in Hauptsätzen und Nebensätzen normalerweise steht, aber auch, wie sich die Wortstellung verändert, wenn du den Nebensatz vor den Hauptsatz stellst. Denn dann sieht es so aus, als würde das Verb auf Position 1 stehen. Ich zeige dir aber, nein, es steht auch da auf Position 2. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um den Satzbau, ganz speziell die Wortstellung des Verbes, vor allem in Nebensätzen. Du weißt ja schon, im Hauptsatz steht das Verb an Position 2 und im Nebensatz steht es in der Regel immer ganz am Ende. Aber hier musst du einige Dinge beachten und die zeige ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. So, grundsätzlich weißt du ja schon, im Hauptsatz, da steht das Verb an der zweiten Stelle und im Nebensatz, da steht es am Ende des Satzes. Und Hauptsätze müssen immer mit Komma vom Nebensatz getrennt werden. Hier müssen wir aber noch ein bisschen aufpassen, denn bei der Wortstellung ändert sich etwas, je nachdem, ob der Nebensatz oder der Hauptsatz vom stehen. Schauen wir uns als erstes an, wie es funktioniert, wenn der Hauptsatz vor dem Nebensatz steht. Hier in meinem E-Book ist Hauptsatz jetzt immer mit HS und Nebensatz mit NS abgekürzt. Also hier als erstes 2 Beispiele, Hauptsatz vor dem Nebensatz. Ich gehe nicht zum Arzt, weil ich wieder gesund bin. Hier haben wir als erstes den Hauptsatz, Verb, zweite Stelle, ganz normal. Und Nebensatz wird mit der Konjunktion eingeleitet, weil, und erinnere dich, weil schickt das Verb ans Ende, gefolgt vom Subjekt. Denn wenn du mein Video zum Wo ist das Subjekt, wenn du das gesehen hast, dann weißt du, das Subjekt ist die Sekretärin und das Verb hier im Nebensatz ist der Boss, aber der Boss hat Feierabend. Aber die Sekretärin muss sich hiervon noch um alles kümmern und der Boss, das Verb steht am Ende, weil es schon Feierabend hat. Und dasselbe gilt hier auch im zweiten Beispiel. Ich kaufe mir ein Auto, wenn ich genug Geld habe. Boss, das Verb am Ende und Konjunktion gefolgt vom Subjekt vom. Das ist genau das, was du wahrscheinlich schon kennst. Schauen wir uns jetzt aber mal die Wortstellung an, wenn der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht. Genau dieselben Beispiele wieder. Weil ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Hier siehst du im Nebensatz, da ist alles gleich. Weil steht von, wird jetzt logischerweise groß geschrieben, weil es der Satzanfang ist. Gefolgt vom Subjekt, dann alles andere und dann hier das Verb, der Boss wieder am Ende. Aber im Hauptsatz geht es jetzt mit dem Verb los, also anders als hier, nicht mit dem Subjekt, sondern erst das Verb, dann das Subjekt und dann der Rest. Warum ist das so? Ganz einfach. Das Verb muss auf Position 2 stehen. Das sieht jetzt hier so aus, als würde es auf Position 1 stehen. Aber wenn der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht, dann gilt der komplette Nebensatz als Position 1. Siehst du auch, er wird mit dem Komma abgetrennt. Deswegen ist es der komplette Nebensatz, dieser hat eine Information und genau diese Information steht auf Position 1. Und deswegen kommt direkt nach dem Komma schon das Verb, denn das ist Position 2 für das Verb in diesem kompletten Satz. Und das Subjekt geht wieder hier dahinter. Dasselbe auch beim zweiten Beispiel, wenn ich Geld habe, kaufe ich mir ein Auto. Hier im Nebensatz ist alles gleich, aber nach dem Komma kommt direkt das Verb im Hauptsatz hier, denn der komplette Nebensatz steht auf Position 1. Wie machst du das mit trennbaren Verben in Nebensätzen? Trennbare Verben in einem Hauptsatz, ich mache das Fenster auf, hier trennst du es. In einem Nebensatz, da
kommt das wieder zusammen. Denn es steht beides hinten, also wird es auch nicht mehr getrennt. Es steht ja eh schon nebeneinander. Wenn ich das Fenster aufmache, wird es kalt. Was machst du, wenn du einen Nebensatz hast mit mehr als einem Verb im Satz? Hier, ich habe keine Zeit, weil ich noch einkaufen gehen muss. Auch hier gilt immer das konjugierte Verb am Ende. Wenn wir hier den Vergleich mit dem Hauptsatz haben, ich habe keine Zeit, ich muss noch einkaufen gehen. Du kannst das hier auch sehr gut ableiten, was du nach und nach hinzugefügt hast. Denn das eigentliche Verb hier ist einkaufen, aber dann denkst du, ich gehe einkaufen und dazu fügst du dann noch das Modalverb müssen hinzu. Ich muss noch einkaufen gehen und in derselben Reihenfolge steht das dann hier auch im Nebensatz ganz am Ende, weil ich noch einkaufen gehen muss. Von dieser allgemeingültigen Regel hier, dass das konjugierte Verb im Nebensatz immer ganz am Ende steht, gibt es eine kleine Ausnahme. Die hast du wahrscheinlich aber noch nie gehört, denn häufig benutzt man das eigentlich gar nicht, aber ich erkläre sie dir hier, denn es ist wichtig vor allem für die Prüfungen. Wenn du das Perfekt oder das Plusquamperfekt mit zwei weiteren Infinitiven benutzt, also immer wenn du das Perfekt oder das Plusquamperfekt zum Beispiel mit einem Modalverb benutzt, dann trifft das zu. Ich habe meine Mutter vom Bahnhof abholen müssen. Hier stehen zwei Infinitive am Ende, denn das Perfekt mit einem Modalverb benutzt man hier ohne das Partizip 2. Denn hier kommt immer die zwei Infinitive hintereinander und im Hauptsatz ist da alles ganz normal, aber im Nebensatz musst du aufpassen, denn die richtige Variante ist nicht, weil ich meine Mutter vom Bahnhof abholen müssen habe, sondern weil ich meine Mutter vom Bahnhof habe abholen müssen. Hört sich jetzt sehr unschön wahrscheinlich für dich an. Du wirst es vielleicht noch nie so gehört haben, denn auch hier machen das einige Muttersprachler falsch, aber die meisten Muttersprachler werden das sowieso nie so sagen, weil, wenn du dich erinnerst, Modalverben benutzt man genau aus diesem Grund hier, nämlich eigentlich nie im Perfekt. Und genau das ist der Grund, warum du es vielleicht noch nie gehört hast. Dementsprechend Modalverben benutzt man eigentlich nie im Perfekt. Wo du aufpassen musst, ist das Plusquamperfekt. Denn normal benutzt man immer das Präteritum mit Modalverben, aber im Plusquamperfekt musst du hier ein bisschen aufpassen, aber auch das ist ja sehr, sehr selten. Neben dem Modalverben passiert das auch mit anderen Verben, wie zum Beispiel lassen, sehen und hören, da diese mit einem zweiten Infinitiv im Perfekt verwendet werden. Und diese Ausnahme gilt wirklich nur, wenn hier hinten zwei Infinitive stehen, sonst niemals. Das sind Modalverben, lassen, sehen und hören. So, jetzt hast du gelernt, warum die Deutschen Modalverben eigentlich nie im Perfekt benutzen. Denn in den Nebensätzen ist dann die Wortstellung komplett unregelmäßig. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib hier einfach einen Kommentar direkt unter das Video. Ich beantworte alle deine Fragen. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Dann zeige ich dir nämlich, welche Konjunktionen einen Nebensatz einleiten, also welche Konjunktionen das Verb ans Ende schicken.